Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Wir schauen uns ein Pössl Turbin Vario an. Eins der Fahrzeuge, die mich besonders interessieren, weil, wie ihr ja wisst, wir aktuell selber einen Turbin Vario in der Benutzung haben. Und dieser Turbin Vario, abgesehen davon, dass er eine komplett andere Außenfarbe hat und in Schwarz Metallic einfach mal auch interessant ist zu sehen, wie das Auto aussieht, ist von innen komplett neu entworfen. Und wie das aussieht und ob sich sonst noch was am Grundriss geändert hat, das prüfen wir jetzt gemeinsam und dann wisst ihr hinterher, was der aktuelle Pössl Turbin Vario Cooles kann. Lasst uns mit den einfachen Sachen anfangen. Die Außenoptik. Das ist relativ einfach erklärt. Der Turbin Vario hat sich von außen nicht verändert. Wäre ja auch blöd für einen Hersteller, ein neues Dach und solche Dinge zu entwerfen. Das ist ein ausgereiftes, gutes System. Wir haben hier noch die aktuelle Schnauze. Das kommt ja jetzt im Modelljahr 25, die neue Schnauze für den Jumper. Wir haben den H3-Kastenwagen weiterhin. Das heißt, bis hierhin ungefähr 260 Höhe vom Citroën. Und dann obendrauf das GFK-Dach, was dem Turbin Vario dieses unfassbare Raumgefühl gibt, was der Wagen mit drin hat. Was wir bisher, ich habe zwei Vario 545 mal in Schwarz gehabt. Das fand ich, sah immer wieder cool aus. Aber man muss ganz klar sagen, einerseits denke ich im Vergleich zu unserem eigenen Auto, dass der Wagen in Dunkel tatsächlich kleiner wirkt, als wenn er in Weiß da steht. Aber andersrum muss ich schon sagen, für mich, wenn ich das Dach oben sehe und schon sehe, dass wir zwar mit Fenstern, mit dem Midi-Häke über dem Bett viel Licht und Luft haben, weiß ich nicht genau, ob ich da oben in einem schwarzen Auto im Hochsommer sein will. Das ist immer die Frage zwischen Style und Praxisnutzen. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Und man muss natürlich auch sagen, diese Kombination bei den H-Line-Autos, also den Autos mit den Dächern drauf, das gilt für den Vario 499, den es ja leider nicht mehr gibt, den Vario 545 als kleinen Bruder davon und den Concorde Compact gleichermaßen. Ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass ihr quasi für Metallic oder andere Farben doppelt bezahlt, weil wir einmal den Aufpreis für Schwarz Metallic hier unten bezahlen und dann nochmal, was bei Schwarz glaube ich knappe 1000 Euro sind, und dann nochmal 2000 Euro on top für die Lackierung des Daches in Schwarz. Und da habe ich mir bei meinem Auto das Leben leicht gemacht, habe ich gedacht, dann bleiben wir bei Weiß und für die 3000 Euro kaufe ich lieber einen Satz geile Felgen. Yeah. Von außen brauchen wir da jetzt nicht allzu lange gucken. Das Auto braucht schicke Felgen, das braucht die Radlaufverbreiterung. Ansonsten steht er schön da. Das, was für uns hier interessant ist, ist, dass wir ins Fahrzeug reingucken müssen, weil Pössl zum Modelljahr 25 als Alternative, nicht als dauerhafte Lösung, den Wagen komplett umgestellt hat. Dem geneigten Zuschauer wird auffallen, wir kennen die Farben irgendwoher. Wir haben hier den Möbelbau aus dem Summit Prime. Das heißt, wir haben in dem dunklen Holz kombiniert mit weißen Fronten ein komplett anderes Auto als unser eigenes. Und deswegen gucken wir uns das jetzt mal an, damit ich entscheiden kann, ob wir den nächsten so nehmen oder bei den Farben bleiben, die wir aktuell haben. Ja, sieht ganz anders aus als unser Auto von innen. Es ist zwar eigentlich der gleiche Grundriss, im Detail aber dann doch verändert. Es sind ein paar Dinge, die technisch sich ändern zum kommenden Modell. Ja, das erkläre ich euch gleich. Aber grundlegend ist der Unterschied hier natürlich, dass einfach die Designsprache anders ist. Wir haben eigentlich alle Fakten so, wie sie sind, genauso wie bei unserem Auto. Das heißt, wir haben die Bordelektronik da oben. Wir haben die Heizung wahrscheinlich hier in der Sitzbank. Da ist ein Deckel drauf. Da kommen wir jetzt nicht dran. Die wird da drin sein. Faktisch ist das Auto nicht großartig geändert. Das, was sich wirklich geändert hat, ist, dass wir dieses Holzdekor haben, was wir aus dem Prime kennen, ergänzt mit den weiß abgesetzten Fronten. Und da dürft ihr doch einfach gleich mal unten in die Kommentare schreiben, was findet ihr denn besser? Eher den Möbelbau in dem Eiche-Kupfer-Bohrer, so wie wir das haben, da blenden wir euch jetzt einfach nochmal ein Bild von unserem Auto mit ein, oder lieber in dem, so wie das hier steht. Für mich macht das hier einen etwas, nennen wir es mal, edleren Eindruck, und unser vielleicht den etwas gemütlicheren, etwas familiäreren Ansatz. So würde ich das einfach mal sagen. Aber es sind zwei unterschiedliche Varianten, die auf jeden Fall nebeneinander eine absolute Daseinsberechtigung haben. Vom Raumangebot ist das immer wieder krass. Es ist einfach das höchste Auto, was wir im Programm haben. 1,92 Meter, Schuhe also 1,93 aufrecht hingestellt. Da oben. Ich habe ja eben draußen 260 gezeigt, das sind sicherlich 270, 280, die da oben sind. Das ist einfach richtig viel Raum. Mit einer Sitzgruppe, wie ihr sie aus allen Autos kennt, klassische Zweiersitzbank,
absolute Alleinstellung der Tuwin Vario Modelle oder der Pössl Summit und Vario Modelle ist, dass ihr die Option habt, hier einen 5. Sitzplatz zu bekommen. Das heißt, ich kann das hier rausziehen und habe dann einen Sitz, den ich hier drauf klippe und kann zu dritt nebeneinander sitzen. Da muss man ganz klar sagen, kommt ihr mit 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht nicht mehr aus, aber ihr könnt mit einer 5-köpfigen Familie in einem 6-Meter Fahrzeug Urlaub machen. Auf der gegenüberliegenden Seite auch so, wie wir es kennen. Wir haben den Küchenblock mit dem vorderen Kühlschrank, was ich total feiere bei unserem Auto, sage ich ja schon in allen Autos. Von innen und von außen doppelt angeschlagen. Mega cool. Erstaunlicherweise, so toll ich beim Vorzeigen die Arbeitsfläche immer finde, die ist bei uns verhältnismäßig wenig in Benutzung. Es mag aber auch daran liegen, dass wir noch nicht so viel Zeit hatten, im Auto wirklich zu kochen. Was an unserem etwas kleineren Kochfeld liegt. Das ist eine der Sachen, die zum kommenden Modelljahr geändert werden. Es gibt neue Sicherheitsbestimmungen. Die neuen Kochfelder, die jetzt kommen, sind so, dass sie eine Sicherheitsabschaltung hier drin haben. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich quasi den Deckel runter mache, schaltet sich das Gas von alleine ab. Ist eine neue Vorschrift, die ab irgendwann in naher Zukunft greift. Das heißt, es werden dann alle Kochfelder haben, sorgt aber eben auch dafür, dass die Hersteller die Kochfelder anders machen. Und ich glaube, wenn ich mir das so angucke vom reinen Raumangebot für die Töpfe, habe ich hier gleich viel Raum. Das Waschbecken scheint mir etwas größer als bei unserem Auto. Unterm Strich ist aber, glaube ich, gleichwertig. Der Piezo-Zünder ist jetzt so, wie man das quasi von Herden zu Hause kennt. Zum Reindrücken, dass er angeht, das ist auf jeden Fall, wenn auch ein klitzekleines Detail, eine super gute Verbesserung. Ansonsten ist der Küchenblock so, wie ihr das kennt. Und wenn man in die Schränke guckt, und das muss man sich beim Tuwin Vario immer und immer wieder geben, es ist unglaublich, wie viel in dieses Auto reingeht. Durch die Höhe, guck mal hier auch mal, wir müssen hier überall reingucken. Zack. Großes Fach oben, riesengroßes Fach unten. Da haben wir in unserem Auto noch einen Zwischenboden drin. Alleine das ist mehr, als wir in unserem Columbus vorher hatten an Oberschränken. Und dann kommen wir der ganze Kram da hinten noch mit dazu. Tolle Schublade. Mega tolle Besteckschublade oben drüber. Auch das schluckt unendlich viel. Darunter die nächste große Schublade. Da passt so viel Plastikfolie rein, wenn ihr wollt. Ganz praktisch. Und unten drunter, da ist der Radkasten dahinter, da ist dann nicht mehr allzu viel Raum. Aber, und dann sind wir hier auch fertig, auch da nochmal viel Stauraum. Das heißt, wir schaffen hier im Prinzip durch eine freie Küche kein durchgezogenes Element, ein schönes Raumgefühl, aber trotzdem wahnsinnig viel Stauraum. Und das Ganze ist ja noch ergänzt mit dem Dachboden da oben. Da könnt ihr nochmal einen Blick reinwerfen und dann sollten wir mal gleich gemeinsam schauen, wie das mit der Nasszelle hier geregelt ist, weil das Schwenkbad auch in so einem Fahrzeug einen ganz tollen Einsatzzweck hat. Das Schwenkbad, für mich irgendwie eine Mischung aus Fluch und Segen zugleich. Einerseits mega cool. Separate Dusche, in der ich mich auch vernünftig bewegen kann, und wenn ich mich mal hier reinstelle, jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass der Boden raus ist. Ich meine, wir reden von einem Kastenwagen. Guckt mal nach, wie viel Platz nach oben ist. Ich komme an meine Füße. Das würde nicht so knatschen, wenn hier kein Holzboden drin wäre. Ich habe eine schöne Lamellentür. Alles cool. Aber, und dann kommt der Markus Günther Bauch leider ins Spiel. In dem Augenblick, wo ich auf Toilette gehe, setze ich mich hier hin. Und dieses Zusammenspiel aus Lamellentür hier, Waschbecken und Schwenkbad da, muss ich schon gucken, sitze ich immer hier so ein bisschen an der Kante, muss, wenn ich manchmal die, achso, ist oben noch ein Sicherungsgurt drin, kriege ich die Tür zu, das passt schon alles, aber richtig viel Raum habe ich nicht. Und wenn ich jetzt kein Schwenkbad hätte, sondern einfach eine klassische normale Nasszelle, dann wäre dieser ganze Part hier weg, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Raum. Jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, wer ist denn so groß und schwer wie ich und fährt freiwillig mit einem Kastenwagen? Das tun ja dann unterm Strich die wenigsten Leute. Deswegen glaube ich schon, dass das Schwenkbad, ich mag das sehr, eine richtig schöne Lösung ist. Was ein totaler Gewinn zum kommenden Modelljahr ist, ist, dass wir ein neues Waschbecken haben. Wir haben ja vorher quasi eins, was so in dieser Rundung komplett drin stand. Das ist schon sehr klein. Zum Zähneputzen, Händewaschen, alles in Ordnung. Aber dieses drehbare Waschbecken, wenn ich es nicht brauche, nimmt es keinen Platz weg. Wenn ich ausspucken will, mir das Gesicht drüber waschen will, komme ich trotz des Wasserhahns super dran. Das sind die Kleinigkeiten, wo ich denke,
Das ist was, das geht bestimmt im Laufe der nächsten Jahre in den Serienumfang über, weil das, also bei allen anderen Serien auch, weil das einfach super cool in der Nutzung ist. Und bei dem Schwenkbad muss man halt ganz klar sagen, es hat halt ganz viele Vorteile und für die meisten Leute, die etwas sportlicher, schlanker sind und nicht ganz so viel Raum einnehmen, ist es sowieso eine Mega-Lösung und sogar für mich ist es eine richtig schöne, gute Lösung. Fenster in der Nasszelle, unbedingt. Sowieso Serie, müsst ihr gar nicht bestellen. Kommt in dem Auto von alleine mit. Und dann haben wir oben auch da noch zwei große Staufächer. Ich mache mal hier nur eins auf. Auch da passt viel rein, muss ich ganz klar sagen. Bei meinem Auto fehlt mir da ein bisschen die Rüttelkante. Wenn man zu wild und zu gerne schnell um die Kurven fährt, dann muss man abends manchmal aufpassen, dass einem das Shampoo da nicht entgegenfällt. Wenn wir dann nach hinten weiter gucken, dann würde ich einfach mal sagen, gehe ich mal nach hinten, dann kann ich euch nämlich viel besser zeigen, was ich zeigen will. Dann seht ihr nämlich auch, was ich zeige. Hier im hinteren Bereich hat sich beim Turbin Vario eigentlich nichts verändert und trotzdem sieht alles anders aus. Hier finde ich das Weiß total gut, weil es einfach hell und freundlich macht. Ob es für Kinderfinger genau das Richtige ist, das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, das sind am Ende Geschmacksfragen. Auch auf unserem Holz wird man Fingerabdrücke und solche Dinge sehen. Das sind Kleinigkeiten, die mir auffallen. Bei unserem Auto ist die Leiter hier oben und der Schrank da unten. Das ist tatsächlich manchmal nicht ganz praktisch so, dass wir uns schon überlegt haben, dass wir den Schrank ein bisschen umbauen und die Leiter sowieso auf dem Bett liegen lassen. Und hier unten, der Schrank ist schwer erreichbar. Das ist hier viel cleverer gelöst, weil die Leiter hier unten steht und man dann oben einen richtig schönen Schrank hat mit zwei großen, tiefen Fächern. Auch das ist halt einfach echt groß hinten rein. Und durch das aufgesetzte Dach, weil ja eigentlich ungefähr hier die normale Fahrzeughöhe aufhört, habt ihr einfach in diesen Schränken, ich hoffe, das kann man halbwegs sehen, mit dem Zwischenboden einfach nochmal super viel Stauraum auf beiden Seiten, dass man, wenn man als Familie Kastenwagen erprobt ist, einfach echt happy ist mit dem, was da ist. Und dann haben wir bei unserem Auto noch so kleine Filzkörbe hier drin stehen. Ups, Schrank richtig zumachen. Kleine Filzkörbe richtig drin stehen, in dem man Kopfhörer, das ganze Ladegedöns, alles, was ihr so mit dabei habt, wunderbar hin und weg bekommt. Ich persönlich liege hier hinten in dem Bett wahnsinnig gut. Ich mag aber auch das Querschlafen. Viel größer als ich solltet ihr definitiv nicht sein, weil dann wird es irgendwann knapp von der Bettenlänge. Und die Breite, wir haben jetzt leider nichts zu messen hier. Wir blenden wir es ein? Wir blenden es ein. Vladi freut sich. Wir blenden die Breite vom Bett auf jeden Fall ein. Aber es ist total praktisch, was man ganz klar sagen muss. Man muss ein bisschen gelenkig sein, weil diese Bewegung, sich hier drauf zu setzen, quasi mit den Füßen an dem Schrank, ich werde es jetzt nicht demonstrieren, mit den Füßen am Schrank hier vorbeizukommen, wenn da hinten schon jemand liegt und schläft, ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber da sind wir wieder beim Thema Kastenwagen. Am Ende ist es halt ein Tick enger und dann stößt man einmal irgendwo an und dann liegt man und schläft. Genauso eng ist es ja letztendlich auch oben im Dachbett. Aber das, was für uns das absolut Ausschlaggebende war, weshalb wir das so toll finden in dem Auto, ist, dass unabhängig von der Jahreszeit draußen, egal ob es Sommer, Winter, Starkregen, Sturm, das feste Dach über dem Kopf hat halt schon auch echte Vorteile gegenüber einem Aufstelldach. Das sind einfach zwei unterschiedliche Konzepte, wo ich gar nicht weiß, was ich wirklich besser fand und einfach toll finde, dass ich beide Varianten mal ausprobieren kann. Und ich möchte da nicht in eure Haut stecken und entscheiden müssen, was ist, weil beides irgendwie konzeptionell Vor- und Nachteile hat. Was halt wirklich schön ist, ist, dass das Dachbett oben mit der Länge toll ist. Die Breite ist absolut ausreichend. Man muss nur dafür geboren sein, dass die Höhe nach oben mit ungefähr 60 cm eben nicht so richtig viel ist. Und das ist nicht jedermanns Sache. Ich selbst bin im Alkoven-Reisemobil quasi gezeugt, geboren und aufgewachsen wahrscheinlich. Also habe mein Leben in irgendwelchen Alkoven, Schlafkabinen verbracht. Ich liebe das, da oben zu liegen. Geht aber in der Regel nur mit einem Kind. Also bei uns ist die Aufteilung meist so, ein Erwachsener, ein Kind hinten, ein Erwachsener, ein Kind oben. Oder wenn wir zu zweit in einem Bett schlafen als Erwachsene, dann beide unten. Das ist dann für uns oben zu eng. Was ihr unbedingt meiner Meinung nach mitbestellen solltet, kannst du mal ein Stück nach hinten gehen, dass man das Fenster oben sieht. Nee, nach deinen hinten. Das Fenster da oben ist eine Option. Das ist das zusätzliche Dachfenster hinten. Das ist was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen würde, weil wir zum Beispiel ganz häufig die Fenster unten zu haben und dann kannst du oben das Fenster schön aufmachen, dann kommt richtig viel Luft ins Fahrzeug, ohne dass da jemand reingreifen, reingucken oder sonst was kann. Und dann kriegt man auch im oberen Bereich
so eine Art Querbelüftung hin. Und wenn du das auf hast und vorne links und rechts die Fenster auf hast, dann ist für so ein hohes Auto und bei so einem schwarzen erst recht schon für eine ausreichende Zirkulation gesorgt. Ich würde vorschlagen, ihr kommt jetzt noch mal rein, damit wir noch einen kurzen Blick oben ins Dachbett werfen können. Und dann schauen wir noch einmal in den Stauraum und dann haben wir eigentlich den Turbin Vario auch schon gesehen, weil wir gucken ihn sowieso noch mal ganz genau im Detail an unserem Fahrzeug an. Ich weiß, wir schulden das Video noch, wir arbeiten dran. Die Sommerferien sind bald vorbei, danach haben wir auch noch mal mehr Erfahrungen und Eindrücke und dann gucken wir uns genau an, was wir an unserem Auto eingebaut haben. Also kommt mal mit rein und dann gucken wir oben noch mal ins Dachbett bei diesem Fahrzeug. Wir sind zwei große, kräftige. Das heißt, ich muss das hier, ich kriege das am ausgestreckten Arm hin hier, Muggy-Man. Damit ihr gucken könnt, habe ich gedacht, ich übernehme mal hier als Kamerakind Markus das Ganze. Das ist das Dachbett. Ich habe bewusst mal die Matratze schon mal weggeklappt, damit ihr sehen könnt, dass wir hier, wo ist meine Hand, da ein richtig schönes punktelastisches Lattenrost haben. Und das, was für mich das Wichtigste ist, ups, falsche Richtung, da oben haben wir eine 50×70 Dachhaube. Das ist das Midi-Heki. Das ist nicht serienmäßig da. Das müsst ihr bitte mitbestellen. Und serienmäßig haben wir einmal auf der Seite und einmal auf der Seite die Fenster. Und damit haben wir in dem Bereich wirklich richtig schöne Belüftung, die dafür da ist, dass man auch da oben auch bei wärmeren Temperaturen liegen kann. Was ein bisschen anders ist als im vorherigen Modelljahr, ist, dass die indirekte Ambientebeleuchtung hier ein bisschen anders geworden ist. Aber ansonsten ist wirklich alles relativ ähnlich. Und das Basisfahrzeug lassen wir jetzt mal komplett außen vor, weil wir dort komplett ja zum Modelljahr 25 die neuen Fahrzeuge von innen bekommen. Also da müssen wir jetzt auch nicht drauf eingehen. Was wir noch mal gucken sollten, ist einmal hinten in den Stauraum. Magst du schon mal rausgehen? Kriegen wir das so laufend hin? Ja, das kriegen wir hin. Können wir in diesen vogelzwitschernden, romantischen Hintergrund durch unsere Wagenburg schlendern, uns das angucken und haben hier, weil es auch neue Sicherheitsbestimmungen gibt, den Gaskasten ein bisschen geändert, dass man jetzt auch von hinten an die Gasflaschen ranbekommt. Aber ansonsten habt ihr hier einen richtig schön großen Stauraum, gleichbleibend mit dem Frischwasser dort hinten. Und so, glaube ich, kriegt man auch als Familie da richtig viele Sachen mit. Ja, das ist ein Peugeot Turbin Vario aus dem Modelljahr 2025. Hier in der Farbe Schwarz Metallic. Welche Farbe ihr aussucht, das stimmen wir dann gemeinsam ab und gucken mal, wie euer Auto am schönsten wird. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Schöne Grüße vom Gut Badenhagen und der Peugeot Roadshow. Wir sehen uns bald wieder.